Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Heute geht es um zwei Doretaenopsis-Hybriden. Und ihr seht, obwohl es beides Doretaenopsis sind, könnten sie sich nicht deutlicher unterscheiden. Hier auf der rechten Seite habe ich die Doretaenopsis Ting Ching Melody. Schaut auch wirklich sehr melodisch und hübsch attraktiv aus, mit relativ großen Blüten. Für eine Doretaenopsis ist das schon okay, für eine Phalaenopsis wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Nichtsdestotrotz richtig hübsch mit dieser gelb-grünen Hauptfarbe und diesem weinroten Klecks in der Mitte. Hier habe ich eine Orchidee, die hat einen sehr langen Namen. Das ist eine Doretaenopsis Anna Larati Soacadi X Lobii. Das heißt, das ist eine Doretaenopsis Anna Larati Soacadi gekreuzt mit einer Phalaenopsis Lobii. Und ihr seht hier die typische Lobii-Blüte mit dieser großen, breiten Lippe, aber dafür einer sehr, sehr kleinen Blüte im Verhältnis zur Ting Chin Melody. Diese Anna Larati-Hybriden, wenn man die sich einfach mal im Internet anschaut, die haben alle diese kleine Wuchsform. Das sind übrigens auch diese heißen Tipps, die immer irgendwo auf der Fensterbank dazwischen passen, selbst wenn man gar keinen Platz mehr hat. Hier im 9 cm Topf kann man das richtig gut machen. Was man auch sehen kann, die hat richtig viele große, lange Luftwurzeln. Das wird vermutlich darauf zurückzuführen sein, weil der überwiegende Teil der Phalaenopsis Lobii seltener getopft als aufgebunden kultiviert werden. Das heißt, sie tendieren eher dazu, wirklich viele Luftwurzeln zu machen. Und ich finde, es sind sehr, sehr schöne, hübsche, kleine, feine Blüten. Es macht auch nicht immer, also Sinn ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist nicht immer notwendig, dass eine Blüte extrem groß sein muss, um aufzufallen. Ich finde so kleine Blüten durchaus auch sehr attraktiv. Und ihr seht hier an diesem Blütentrieb sind noch sehr viele weitere Knospen. Außerdem erscheint hier ein zweiter Blütentrieb. Das heißt, diese Pflanze weiß eben mit der Anzahl der Blüten zu überzeugen und vielleicht nicht unbedingt mit der Größe der Blüte. Nichtsdestotrotz ist es doch auch schön, wenn eine Pflanze, die zunächst einmal vom Blattwerk ähnlich ist wie bei dieser Phalaenopsis, nicht unbedingt mit der Blüte an sich überzeugt, sondern mit der Menge der Blüte. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr schöne Blüte. Vor allem diese große weinrote Lippe, die sie von der Lobii geerbt hat, ist durchaus ein Argument, dass diese Orchidee auf der Fensterbank irgendwo einen Platz findet, weil die ist so klein und knuddelig. Die Lobii ist eigentlich noch kleiner und niedlicher. Die kriegt man dann definitiv noch, wenn man jetzt das ganze Fenster voll hat mit der Anna Larati Hybridensammlung. Dann kriegt man die Lobii garantiert noch irgendwo dazwischen, weil die braucht dann keinen 9er Topf. Da reicht sogar schon ein 5er Topf oder irgendwo aufgebunden. Auf der anderen Orchidee kann man hier irgendwo die Lobii aufbinden. Kommen wir hier zu der Doretaenopsis Ting Chin Melody. Ich finde, schaut ein bisschen komplett anders aus als die normalen Phalaenopsis-Blüten, die man kennt. Die Sepalen und Petalen sind ja so ein bisschen eiförmig. Normalerweise sind die Phalaenopsis-Blüten durchaus ein bisschen breiter, breitblättriger, wenn man das jetzt so bezeichnen möchte. Ich finde es eine sehr schöne Blüte, die auch sehr davon zu überzeugen weiß mit der Anzahl der Blüten. Das heißt, wenn die hier mal voll am Blühen ist, wird es ein nächstes Update-Video geben. Und wenn ihr weitere Fragen habt zu Doretaenopsis, Orchideen, dann schreibt es gerne in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Vielleicht machen wir auch mal ein Live-Video. Wenn ihr ein Live-Video haben wollt, wo ihr auch Live-Fragen stellen könnt, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und ciao.